Das ist der beste Wohnwagen, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Er ist made in Germany. Er wird von zwei Jungs gemacht, 25 und 23 Jahre, wahrscheinlich mit einem ganz großen Team. Du bist Metallbauer. Genau. Quasi. Genau. Hallo Nico. Hi, servus. Ja, das ist der Wahnsinn. Es steht drauf, die Adventure Southside ist Southside. Die ist ja ganz in der Nähe bei euch, oder die Veranstaltung? In der Nähe, genau. Ja, und da steht ja die Länge vom Fahrzeug. Der hat das Innenmaß 3,70 Meter und Gesamtlänge mit dem Deichsel 5,30 Meter. Also ganz kompakt, das ist das, was die Leute haben möchten. Und jetzt werden wir es gleich mal ausklappen. Ihr habt so viel Hightech reingesteckt, wir können den Preis schon mal verraten, wie hier steht 25. Ist da die Mehrwertsteuer mit drin? Da ist die deutsche Mehrwertsteuer drin. Okay. Wir sind in der Schweiz gerade, deswegen in der Schweiz. Das ist alles anders. Das ist ein bisschen anders. Ich zeig's mal gerade, da vorne ist ein Alco-Chassis, was da ist. Das Ganze könnte man noch auf ein stärkeres Chassis stellen, wenn man das will. Doppelachser wäre dann etwas länger. Der Doppelachser gibt es hier dann auch mit 4 Meter und 4,50 Meter Gesamtlänge. Das Besondere in der Schweiz, auch die Wohnwagen brauchen eine Vignette. Die ist hier drauf, die habt ihr alle drauf gemacht. Ihr habt den auch ordentlich verzollt hier. Ja, ist ja ganz wichtig. Ja, die Schweiz ist schon interessant. Ist so einfach, man fährt mal kurz über die Grenze. Nein, viele Formalitäten, um auf so einer Messe zu sein. Ne? Ja, war lange Arbeit, bis wir die 3 Fahrzeuge verzollt hatten und dann natürlich auch noch über den Zoll fahren. Wir hatten die Fahrzeuge auch noch mal kontrolliert. Prüfen auch, ob er sie wieder mitnimmt, oder? Genau, ich muss wieder beim Rausfahren, muss ich wieder alle Fahrzeuge so vorführen, wie ich sie reingefahren habe. Also ich darf jetzt nichts verkaufen, ich darf jetzt keine Bank hier lassen, es muss genau alles drin sein wie beim Herfahren. Ja, ob das denn so genau geprüft wird, am Ende sieht man, aber es könnte geprüft werden. Ja. Das ist so. Und hier vorne hast du eine Reling drauf, was können wir drauf machen? Dachreling, da können wir natürlich Surfbrett drauf machen, wir können eine Dachbox drauf machen, wir haben aber auch schon Dachzelt drauf gemacht. Also es ist der absolute Hammer. Lieferzeit ca. ein halbes Jahr? Ja, nächstes Jahr früher, also eher Richtung Juni. Juni, also rund 8 Monate, 9 Monate. Ich befürchte, wenn wir das Video hier zeigen, dann passiert es so ein bisschen wie bei HZ. Da liegen wir, glaube ich, jetzt bei 2 Jahren. Bei Bimobil sind wir jetzt bei 3,5. Nein, das auf keinen Fall. Also die Fahrzeuge werden nächstes Jahr auch geliefert. Das ist unser Ziel, nicht erst in einem Jahr, in 2 Jahre zu liefern, sondern wir modernisieren unsere Fertigung. Wir sind mit Robotertechnik unterwegs, Bearbeitungszentren, sodass wir das auch die ganzen Aufträge abarbeiten können. So, das Ganze ist ja mit einem Chip, der nicht lieferbar ist, bestückt, oder? Wir haben alles einfach gehalten, wir haben keine Chips drin. Die Elektrik ist einfach, trotzdem komfortabel. Ganz ungewöhnlich für dich, eine Standardaufbautür. Normalerweise hast du dort eine normale Tür drin, auf Wunsch geht das aber auch, oder? Auf Wunsch können wir diese Dometic-Tür reinmachen oder wir lassen unsere eigene Tür drin, dann haben wir... Ich zeig dir mal gerade. Das ist übrigens die eigene Tür. So eine kleine, du kommst hier nicht rein, Tür. Genau. Das hier unsere Originaltüre, massiv 40 mm Sandwich-Isolierung, Edelstahlscharniere, vor allem innenliegend, somit kann sie natürlich auch keiner aufbrechen so leicht. Eine feste Schließanlage drin. Genial. Also das ist auch das, was viele sich wünschen, dass sie auch, ich sag mal, eine ordentliche Schließanlage reinmachen können. Da könnte man sogar ein elektronisches Schloss drauf machen. Ja, dann haben die richtig viel Spaß. Du kannst Fenster machen, die auch ein bisschen kleiner sind. Wenn einer sagt, dass man nicht so einfach einsteigen kann, das geht auch. Da ist jetzt eine Pyjama drauf. Ist die Serie? Wir sind modular aufbaubar. Das heißt, der Kunde kann alles bestimmen, was er gerne haben möchte. Und wenn er es eine Markise jetzt nicht haben möchte, kann er es ja auch gerne in 2 Jahre drauf machen, das ist überhaupt kein Problem. Genauso beim Innenausbau, wir können alles nachrüsten und verbauen uns da nicht die Zukunft. Ja, was ziemlich genial ist, alle Fahrzeuge sind barrierefrei, das heißt, sie haben keine Absätze drinnen. Bei dem Fahrzeug hier kann man sogar mit einem Rollstuhl direkt reinrollen, deswegen müsstet ihr den deutschen Barrierefreiheitspreis bekommen, denn du hast etwas ganz Geniales entwickelt. Bitte nimm mal diese Bank und verstau sie mal bitte. Also den Tisch meine ich. Den Tisch? Ja, mach mal bitte. So, er macht erstmal die Klappe auf. Und denk dran, du musst das gleich wieder zurückbauen, denn das ist so genial gelöst. Das ist jetzt eine Bank, die man ganz vielfältig verwenden kann. Das werden wir euch gleich mal zeigen. Die ist im Preis mit drin? Die ist im Preis mit drin hier. Ist im Preis mit drin. Die hat eine Oberfläche, die kriegst du nicht kaputt. Da kann man richtig Partys drauf feiern. Es ist nämlich eine Bierbank und zeitgleich, das wird uns der Nico gleich mal erklären, kann man diese Bank hier belasten, nicht nur mit dem Gewicht vom Nico, sondern mit dem ganzen Panzer, den man drauf fahren kann.
Nico, du bist 25 Jahre alt. Wer kommt denn auf so Ideen? Wir alle, das ganze Team. Ihr seid total crazy. Das Gewicht ist unten, das heißt, der Schwerpunkt ist auch schön niedrig. Genau, richtig. Und somit haben wir jetzt eine Kombi. Wir können einmal abends gemütlich draußen sitzen, mit Kumpels, mit Freunden. Und wenn wir das Motorrad dabei haben, können wir das Motorrad reinfahren, die Bank und der Tisch zusammen, 500 Kilo belastbar. Das Problem ist, hier geht ja leider kein Motorrad rein, weil durch die Tür, wenn jetzt eine da wäre, das ginge ja dann. Aber auch da hast du nachgedacht, denn hier oben sind nicht umsonst 1, zeig's mal gerade, Edelstahlscharniere, 2, 3, 4, 5. Und wenn ihr mal Gasdruckdämpfer sehen möchtet, bitte Nico. Dann, ich zeig mal gerade, die Schlösser, die du reingebaut hast. Das ist Haushaltsqualität. Ja. Wir haben keinen Drehstangenverschluss, sondern wir machen hier eine Schließanlage auch rein. Von innen schließend, von außen schließend. Denn da könnten jetzt teure E-Bikes drin sein oder hier ein Motorrad. Und da ist ein Motorrad drin. Da ist ein Motorrad drin. Gibt auch die Möglichkeit, dass man natürlich 2 Motorräder reinmacht. Dann würde die linke Sitzbank weichen. Da könnte man eine Alternative dann machen. Wir haben hier hinten drin auch eine Idee von uns, haben auch ein Patent drauf. Noch ein drittes Bett. Ein drittes Bett, /Durchgang. Durchgang, genau. Sag mal, jetzt hat er schön die Prospekte da hingelegt und ich mache wieder alles kaputt. Aber zeigen muss man das. Breite vom Bett? Sind 75 cm. Ja. Und Länge? 1,90 Meter. 1,90 Meter. Das heißt, du wird gerade so, aber man liegt ja auch nicht ganz gerade immer. Ja? Man ist ja ein bisschen angewinkelt. Also ich habe selber natürlich den Test auch gemacht. Ich bin 1,96 groß. Es funktioniert wunderbar, man liegt nie gerade drin, man hat hier das Kopfkissen, durch das ist man schon mal ein bisschen angewinkelt, man liegt ein bisschen schräg drin, also die 1,90 Meter reichen völlig aus. So, da ist das Bett drüber, das geht noch weiter hoch theoretisch? Das geht natürlich ganz hoch. Das machen wir gleich, das zeigen wir gleich mal. Und das ist das Bett? Das ist das Bett. Eine Besonderheit noch, wir haben einmal einen Kunstlederüberzug und einmal Echtbaumwolle. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier eine schöne Sitzgruppe bilden und abends drehen wir einfach die Matratzen um und haben ein Bett. Boah, ist das genial. Es ist so einfach. Wir möchten ja jetzt aber natürlich aus dem Motorrad mal rein rausfahren. Nochmal, das war zu schnell, Nico. Du musst das in Zeitlupe machen. Das hat Rollen. Das hat Rollen unten dran. Ich kann hier ganz einfach, ohne weitere Kraft, kann ich das hier reinfahren. Nico, du musst mal gerade weggehen. Ich muss das zeigen. Und jetzt hast du einen Sitz? Jetzt hast du einen Sitz. Der ist auch über Airline-Schienen fixiert. Das heißt, man könnte auch diese ganze Sitzeinheit wieder rausnehmen, die man nicht braucht. Auch noch? Auch noch. Das heißt, wenn ich hier mal richtig laden will und ich bin zum Beispiel Gartenbauer, da könnte man jetzt auch einen anderen Bodenbelag wählen, aber auch der ist sehr belastbar. Das ist wahrscheinlich Vinyl, oder? Es ist ein Sandwichboden unten drunter. Also wir sind von unten her isoliert und zusätzlich dann noch ein PVC-Boden verlegt. Wenn ich es ganz grob haben möchte, genau, wenn du mal gerade den Tisch noch mal raus ist, da sieht man, da habt ihr eine Oberflächenbeschichtung gewählt für den Tisch, die so ein bisschen unkaputtbar ist, denn der Tisch ist nämlich zeitgleich, das kannst du uns mal zeigen, die Rampe. Und das ist die Oberflächenbeschichtung. Könnte ich die auch am Boden haben, theoretisch, bei euch? Theoretisch wäre die machbar, würde ich jetzt aber eher weniger empfehlen. Es ist halt nicht mehr, wenn man drauf läuft, angenehm. Und schwer zu reinigen, nehme ich an, ne? Genau. Durch die. Ja, und das ist die Rampe. Eine. So, die Rampe. Das war's. Hat die auch eine Fixierung da? Das ist, wenn ich Gas gebe, nicht weg? Wir können da eine Fixierung hinmachen. Wir haben aber unten drunter auch wieder einen Anti-Rutschbelag, sodass er auch fix dran bleibt. So, und das ist Moped. Nutzlast von dem Anhänger mit dem Ausbau? Der hat das 1500 Kilo, zulässiges Gesamtgewicht. Und so wie er da steht, ohne Motorrad, sind wir bei 1100 Kilo. 1100. So, dann ist natürlich auch der Rampenwinkel erträglich. Der Böschungswinkel. Das ist ganz leicht, das heißt nichts steil. Das Ganze gibt es in der Offroad-Version, 10 cm höher. Genau. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. So, Preis 25. Du weißt, was andere dafür verlangen. Ja, richtig. Ja, ich habe so einen Hersteller weiße Ware mal gesehen, der den feiert immer wieder, der Beste. Und das hier, Made in Germany. Ihr seid in Baden-Württemberg, ihr seid am Bodensee. Ihr habt alles auf den Millimeter oder Teile vom Millimeter genau gefertigt. Richtig. Durch das, dass wir Eigenproduktion haben, das heißt innen drin die Möbel selber machen, die Sandwichwände selber machen, sind wir da prozesssicher und können auch in Serie produzieren. So, ich bin
Sowas von weg. Die Möbel-Holzfarben, die kann ich wählen, die Oberflächen. Die Dekore kann man wählen. Wir haben jetzt hier grün und die Türe zur Dusche oder Klapptisch haben wir dann in Eiche dunkel. Es gibt dann aber auch noch verschiedene Holztöne, wo man wählen kann. Also wir sind da. So, wenn ich Rollstuhlfahrer bin, könnte ich das so ein bisschen breiter kriegen? Natürlich, für Rollstuhlfahrer haben wir es dann breiter. Da gibt es auch eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit, die werden wir nächstes Jahr vorstellen, extra für Rollstuhlfahrer. So, und es gibt was richtig Cooles und ich schätze mal, Nico, das wirst du auch anbieten. Du hast auf der rechten Seite einen Peterwagen mit Tür, das ginge hier auch? Das ginge hier natürlich auch. Vom Innenausbau macht es am meisten Sinn, wenn wir hier die Türe natürlich seitlich haben. Das ist so, aber wenn jetzt einer sagt, ich will da rechts gar keine Tür haben, den Platz mir irgendwie sparen für was auch immer, das ginge, können wir hinten die Tür reinmachen. Ja, ganz klar. Ziemlich cool. Ja, das ist ein ganz neues Konzept. Ihr habt es entwickelt, weil es nichts Besseres gab. Ja, mein Bruder, der ist Motorradfahrer und der hat eine Alternative gesucht. Durch das, dass wir schon mit dem Bauwagen angefangen haben, in den jungen Jahren, dann den Peterwagen entwickelt haben, haben wir dann hier noch unseren Adventure entwickelt. So, ich frage mal ganz kurz, wenn ich euch mal gerade was fragen darf, Entschuldigung, ich darf euch mal kurz was fragen? Ja, bitte schön. Könnt ihr ungefähr mal schätzen, was der kostet? Der Wagen hier, wie er hier steht, ohne Motorrad. Ah, ohne Motorrad, eine gute Frage. Ja, ich würde sagen 20.000. 20.000. 30. 30? Ja. 30.000. 30.000? Ja. 20 und 30. Die Frau sagt 20, der Mann sagt 30. Dann treffen wir uns in der Mitte. Franken oder Euro? Ja, Franken. Franken, okay, das ist Das ist ein bisschen mehr. ist ein bisschen mehr. Das Ja. heißt also, das wären ca. 22.000 und hier wären ca. 34. Ja, genau. Okay. Ja. Ihr liegt nicht falsch. Ja? Ja, Okay. Habt ihr gesehen, dass hier ist eine Bank? Ja, was auch noch. Ja, er wird es mal kurz mal zeigen, dass ihr das mal seht. Die kann hier unten reingeschoben werden, ja. Und wenn du es mal kurz zeigst, das ist eine Partybank. Das ist die Rampe, Partybank. Ah, ja, das ist natürlich So, er baut sie mal kurz auf. Ja. Das Ganze ist belastbar, unvorstellbar, da kann man jetzt richtig schön feiern. Auf dem Tisch tanzen. Auch mit ein bisschen Promille. Auch mit ein bisschen Promille, ja, absolut. Denn es soll ja bei dem einen oder anderen Motorradfahrerfest ein bisschen feuchtfröhlicher Ja, werden. genau. Jetzt kommt es noch besser. Bitte einmal zeigen. Jetzt kommt das Bier. Nee, es kommt noch besser. Guck mal hier. Da sind die Bänke drin. Ja, ja, das ist natürlich Qualität. Das ist Das sind die Bänke. Das heißt, du hast auch direkt den Platz dafür. Die kann man auch als Rampe benutzen? Die kann man dann auch als Rampe benutzen. Der Tisch ist bis 500 Kilo belastbar und die Bänke sind zusätzlich nebendran, dass wir eine breitere Bank oder eine Auffahrrampe haben für das Motorrad, wenn man es hochführt zum Abstützen von der Genau, es ist nämlich wichtig, dass man nebenbei hochlaufen kann. Genau. Deswegen habe ich mir 2 reingemacht. Das heißt, allein das Element hat 500 Kilo Belastung. Ja, richtig. Wie geht denn das? Das sind die entsprechenden Profile, oder? Lange entwickelt. Also wir haben bestimmt schon 10 verschiedene Varianten. nehmen zum Rüsten, zum Kochen, oder? Man kann einen Gasgrill rausstellen. Ja, das geht auch. Und es ist nicht so wackelig. Es ist nicht so popelig. Ja, ja. Cool. Das Dach hast du auch, weißt du? Mit den Klappen, ja, oder? ja, ja. Festes Dach. Ist doch phänomenal, oder? Ja, Das Ding. dann kann es auch ein bisschen teurer sein. Ja, es ist so. Nee, Preis ist 25.000 Ah, Euro. gut. Das heißt, du liegst gar nicht falsch. Ja, ja, genau. So, jetzt guck mal, da vorne ist ein Hubbett mit drin. Das kannst du stufenlos verstellen. Das haben wir gesehen, ja. Hast du gesehen? Das gell? ist cool. Kannst du ganz hoch von. Fliegengitter hast du gesehen? Nein, nein, nein. Genau, zeig mal Fliegengitter. Das ist über die ganze Breite, das heißt, du kannst nachts schlafen, kannst dir auflassen, da können die Kinder das Zelt noch drunter machen Ja, und dann kannst du das Fliegengitter komplett zuziehen. jawohl. Das ist sehr praktisch. So, und das heißt, Weil wo hat es keine, was sagt ihr in Deutschland? Wir sagen Schnaken, keine Viecher. also es gibt in Deutschland keine, die fangen genau an der Grenze an der Schweiz an. Ah, so gut. Und dann wieder in Schweden, hä? Genau, Mit S. das ist so, die schauen immer die Schilder Deutschland und da fliegen die nicht rein. Nee, das ist wirklich übel. Es gibt mittlerweile auch die afrikanischen Varianten, ganz schlimm. Ja. Ah, das ist wirklich cool, ja. Das ist sehr Und dann stell dir mal vor, du liegst da oben am See mit deinem Mann und guckst dann raus, kannst alles offen lassen, zieht durch. toll. Ja, das ist toll. Ja, genial. Die Leute sind echt begeistert, oder? Das freut mich, Ciao, ciao. wenn ich das dann auch selber so sehe, wie die Kunden. Sie hat gerade gesagt, das Geld ist es wert. Euro, 25.000 Euro. Mit der Mehrwertsteuer. Ja,
Mit der deutschen. So, ich gucke mal ganz kurz, das ist die Aufbautür. Das Coole ist, ihr seid genau an der Grenze zur Schweiz. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich viele Schweizer, die euch besuchen auch, ne? Ja, wir haben jetzt auch neu Generalimporteur für die Schweiz, der den ganzen Markt für uns in der Schweiz regelt. So, das ist die nette Frau, die da steht. Genau. Unter anderem. Und der Rolf Weber. Bonjour, tu parles français? Oui, bien sûr. C'est exceptionnel, ce concept ici. C'est vraiment bien, ouais. Oui. C'est génial, ouais. C'est les premiers jours maintenant et les gens ils sont totalement fascinés. C'est ça? Ouais, ils aiment beaucoup. C'est un nouveau concept et du coup, les gens, ils sont bien intéressés, ouais. Super. Et tu parles que français Ouais, que le français, ouais. et anglais? Yeah. Super. Ja, toll. Ihr habt wirklich überall die Leute da, die da sind. Und sie spricht natürlich Schweizerdeutsch. Du bist aus dem Kanton Schwyz. Schweizerdeutsch, Französisch, Italienisch, Italienisch Englisch, sprichst du? ja, sehr anche. Und du bist jetzt aus welchem Kanton kommst du? Aus Genf kommen wir, ja, Okay. aber nicht ursprünglich, ja. Toll. Du bist die Moira. Moira, genau. Moira Lombardo. Ja. Und du kannst alle Sprachen, die in der Schweiz gesprochen werden, inklusive Englisch. Ja. Und jetzt ist das ja ein neues Konzept. Ihr seid jetzt der Dealer hier für die Schweiz. Erster Tag. Die Leute sind total fasziniert, oder? Ja, wir hatten einen Ansturm vorher, das war wirklich, und die finden alle, das ist top und neu und pfiffig. Es hat mir einer gesagt, ich habe ein Adjektiv, das ist, die sind pfiffig, eure Anhänger. Was ich cool finde, das ist so ein bisschen Understatement, wenn man will, oder? Genau, das ist ganz anders und wir kommen wirklich mit einer Neuheit raus. Das Problem ist natürlich, wenn du sowas kaufst, ja, es sieht ja so harmlos aus, aber du stellst sowas auf den Campingplatz, ja, dann hast du natürlich ein Gespräch. Aber das Ganze geht natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, mehr so weiße Ware, oder? Also hier zum Beispiel ein bisschen mehr, ich sag mal, wenn ich nicht das Gespräch immer haben möchte, oder? Weil hier mit so einem Teil hier in Holz, da kommt doch jeder, oder? Ja, aber wenn man auf den Campingplatz geht, dann möchte man ja mit den Leuten ein bisschen sprechen und nicht isoliert sein, denke ich. Ja, die einen so, die anderen so. Ja. Ja, vielen Dank erstmal zu Dann dir. geht man halt nicht auf den Campingplatz, dann geht man einfach in die Wildnis raus, in einem Wald ganz alleine oder bei einem See und dann stellt das drauf und da kann man dort campieren. Mit diesem Adventure. Das ist Hast du eigentlich die Idee. Innen auch. hin gesehen, das Fliegengitter über die ganze Breite? Das Fliegengitter Ja. hinten über die ganze Breite, Ja. Wahnsinn, oder? Ja, das finde ich, das ist wirklich top. Also ich habe mir schon auch, vorgestellt, irgendwo bei meinem See ganz alleine dort aufzustellen und dann Fliegengitter und alles offen halten und so schlafen. Das ist natürlich Natur pur. Der Lago di Lugano. Das Schöne ist ja 2 Meter Breite, du kommst auch durch. Ja, überall. Das ist nicht wie mit den ganz Großen, dass man halt ein bisschen, dass man nirgends Angst haben wirklich muss. gut durchkommt. Hier in der Schweiz ist das halt, Auch in die Amerika Höhe. und überall kommt man halt überall durch, aber hier in der Schweiz ist natürlich sowas kompakt. Der Luganer See, wenn du da, ich sag mal, in der Sommer. falschen Richtung fährst, ja, an den Berghängen, das kennst du, und du Genau, hast ein hohes genau. Auto, Ja. du hast immer Angst. Ja, genau. Dass irgendwann- Ja, aber mit dem habe ich jetzt, ich bin ihn selber auch gefahren und ich hatte wirklich kein Problem. Das war das erste Mal, als wir den abgeholt haben in Deutschland und hier importiert haben. Das ist genial zum Rumfahren auch. Moira, das heißt einfach auf die Webseite gucken von thecuber.de Der Cuber, genau. und da steht ja auch drauf jetzt. Alles drauf, genau. Tschüss, erstmal. So, dich brauche ich noch ein bisschen. Die ist ja nett. Ja, unser ganzes Standpersonal ist nett. Ich zeig's mal, das ist jetzt grün. Wenn ich grün nicht mag, geh in eine andere Farbe. Genau. Aber das Grün geht bei uns, kann ich fast sagen, zu 70% gehen die Fahrzeuge mit diesem Dekor. Oh, das ging auch weiß. Das ging auch eine andere Farbe. Schiefer geht auch. Schiefer geht nicht im Innenraum. Aber das ist schon gut gemacht. Dann habt ihr hier ganz im Trend relativ helles Holz gewählt an der Tür. Auch das ist eine Fototapete, aber belastbar. Belastbar. Das sind spezielle für den Campingbereich Holzplatten, die dann zusätzlich noch beschichtet worden sind. So, jetzt sind wir hier drin. Ihr habt da nichts gespart. Hier ist Lithium drin. Hier ist auch eine Lithium drin, 75 Ampere, Dieselstandheizung dabei. So, hier würde sich ja Solar fast aufdrängen, muss man sagen. Also aufs Dach zu machen. Du hast hier gerade Flächen auf dem Dach mit drauf. Ihr habt einen Sandwich-Aufbau. Die Kanten sind aus welchem Material? Die sind oben Aluminiumwinkel, der zusätzlich noch in Anthrazitpulver beschichtet worden ist. Muss ich einmal im Jahr zur Dichtigkeitsprüfung bei euch? Ja, würde sich empfehlen. Warum? Falls doch irgendwo mal Wasser eintritt, dass wir es rechtzeitig erkennen. Kann hier irgendwas verrotten an den Platten? Also, oder sind die verrottungsfrei? Die sind wartungsfrei. Okay. Wenn hier irgendwas reinläuft, zum Beispiel Wasser, ist das bis auf die Möbel ein Problem? Nee, nicht mal an den Möbel. Durch das, dass sie bekantet sind und auch beschichtet sind, wird es den Möbel auch nichts ausmachen. Man darf es nicht stehen lassen, ja. Oder? Ja, natürlich. Okay,
aber wenn mal der Regen mal reinfällt, das macht gar nichts, oder? Ja. So, dann da sind die Airline-Schienen. Die habt ihr natürlich mit publiken Spackschrauben nur aufs Holz geschraubt, oder? Nicht ganz. Wir haben da Spezial-Airline-Schienen, die sind mit dem Fahrzeugrahmen fix verbunden. Das heißt, wir können auch hier ordentlich ziehen und reißen nicht gleich die Airline-Schienen mit raus. Okay, das heißt, die hängen am Rahmen dran. Das wollte ich hören bei dir. Du bist Metallbauer. Sowas käme dir gar nicht in die Tüte, oder? Dass irgendwie, wenn du irgendwie dreimal dran rüttelst, dass dann die Airline-Schiene ab ist. Richtig, also für uns ist einfach wichtig, dass Qualität passt. 230 Volt. Ihr habt jetzt einen Wechselrichter an Bord? Hier haben wir jetzt keinen dabei, können wir aber natürlich auch jederzeit nachrüsten, einbauen, alles vorgesehen, dass wir einen Wechselrichter reinmachen. So, und das ist euer Bett. Ich glaube, ich werde auch nur mal das Bett kaufen und wir werden mal einen Luxusliner mit diesem Bett umrüsten, denn es nimmt so wenig Platz weg, dass man das einfach mal zeigen muss. Ihr müsst das wahrscheinlich auch patentiert, oder? Nee, geht nicht, oder? Ist wahrscheinlich die Schöpfungshöhe zu gering. Irgendwie. Ist das schwierig, irgendwas zu patentieren? Weil dann kommen die Großen, machen es trotzdem und ihr habt 10 Jahre Klage? Ja, wir haben das Sofabett zum Beispiel patentiert. Wir haben die Außenhaut von dem Peterwagen patentiert. Wir haben diese Auffahrkombi haben wir patentiert. Alles teuer, oder? Alles teuer. Gut, aber man muss sagen, wenn das jetzt einer kopiert, ich zeige es ja hier en Detail, wenn du mal gerade das Bett hochfährst, zeig mal bitte. Und das Geniale an eurem Bett ist, ihr habt eine Abschaltvorrichtung, die wahrscheinlich den Strom misst. Und wenn der über einen ganz gewissen Pegel ist, dann fährt das Bett nicht mehr. Genau, richtig. Also es kann keiner im Bett drin liegen und man kann das Bett hoch runter lassen, das würde stehen bleiben. So, jetzt, ihr habt euch über alles Gedanken gemacht. Das ist jetzt knapp über dem Motorrad. Knapp über dem Motorrad und wir können trotzdem drin übernachten. Wir kommen an die Fenster hin. Wir haben nach oben genügend Luft. Wir haben eine Liegefläche von 1,75 Meter in der Breite und 2 Meter in der Länge. Das heißt, wir schlafen in die Längsrichtung. Wir haben wieder eine durchgehende Matratze und unten drunter einen festen Lattenrost. Ich bin so geflasht. Und das Coole ist, dass hier, klar, da sollte man jetzt nicht mit der Schere dran spielen, aber das ist wahrscheinlich Seil irgendwie aus Berg und keine Ahnung wo. Hält wie viel Kilo? 250 Kilo belastbar. Jedes Seil. Gesamtbett. Aber ich sag mal so, das ist ja Minimum, ja. Das heißt, da sind noch Reserven. Das heißt, wenn die Kinder drauf springen, passiert nichts. Passiert nichts. So, die maximale Tiefe wäre dann hier bis zum Aufsetzen? Höhe, genau. Ja. Okay. Da haben wir auch eine angenehme Höhe zum Einsteigen. Ja, das Einsteigen ist extrem einfach. Zeig mal bitte, du bist fast 2 Meter groß, hast überhaupt kein Problem hier einzusteigen, denn du trittst einfach hier unten aufs Sideboard. Genau. So, das ist Kunstleder, das ist belastbar. Das stört jetzt nicht, das kann man gut reinigen wieder und schon liegt man im Bett drin. Hat sich jetzt nicht bewegt, muss man sagen. Das heißt, es dehnt sich nicht aus, das Seil. Oder kaum. Ja. Kaum. Das Seil wird sich am Anfang ein bisschen ausdehnen, aber auch da haben wir eine Sicherheit drin. Auch da haben wir Verstellmöglichkeiten. Das heißt, wenn das Bett mal schräg hängt, kann man es wieder gerade hängen. Ohne Probleme. So, das Coole ist, man könnte ja mit der Konstruktion auch, ich sag mal, Neigungen nivellieren. Habt ihr darüber mal nachgedacht? Haben wir schon drüber nachgedacht. Ist ein bisschen aufwendig mit der Elektroantrieben. Ja, aber wenn man jetzt im Prinzip manuell jeden Motor regeln könnte, dann könnte man, oder zum Beispiel nur hinten, könnte man eine Schräge ausgleichen, oder? Könnte man ausgleichen, ja. Habe ich schon gesehen, deswegen frage ich danach. Also es hat einer eingebaut, der hat dann quasi eine Nivellierungsfunktion, das heißt, der Wagen steht zwar schief, das Bett ist aber gerade. Da habe ich dir gerade eine Idee gebracht. Das ist so cool. Warte, ich zeig dich mal gerade, wie du da sitzt, komplett, dass man das Ganze mal sieht. Du hast sichtlich Freude hier. Dein Bruder ist nicht da, oder? Der ist leider nicht da, der ist daheim im Betrieb. Ja. Wir leben das Thema, uns macht es Spaß. Wir sind selber noch in der Produktion aktiv, wir sind im Verkauf aktiv, wir sind überall drin, wir testen die Fahrzeuge auch selber, sind jedes Jahr selber damit im Urlaub, um auch eigene Erfahrungen damit zu holen. Also für uns ist es einfach wichtig, dass der Kunde auch ein gutes Produkt bekommt. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis ist phänomenal. Der Wiederverkaufswert ist nicht definierbar, weil es gibt kaum Gebrauchte, oder? Momentan keine gebrauchten, auch keine Vorführfahrzeuge. Also wir haben auch viele Kunden, wo wir direkt ein Vorführfahrzeug mitnehmen würden. Aber wir haben nicht mehr Vorführfahrzeuge da. Wartezeit 8 Monate ungefähr im Moment. Zeig mal bitte das Klo. Das ist was Besonderes, bevor wir den Rest zeigen. Denn das Bett, wenn das hochgefahren ist, hat man so viel Platz, dass das da ist. Das ist eine Dusche? Das hier ist die Dusche verbaut. Da kann man natürlich aber auch eine Toilette reinstellen. Wir können auch Fachböden reinmachen, dass wir einen Kleiderschrank noch haben. Wir können Kleiderstange reinmachen. Das ist einfach ein Kombischrank. Da kann man selber noch dran rumbauen, was man gerne haben möchte. Oder wir bauen halt einen Duschvorhang, Bauchen? Duschvorhang? Ja. Nee. Also ich dusche einfach gegen die Wand hier. Genau, die Holzplatten sind beschichtet. Das Wasser läuft nach unten. Wir haben 2 Abläufe unten drin.
sodass das Wasser auch immer rausläuft. So, mach mal zu. Dann könnte ich hier eine Stange reinmachen, auch als, ich sag mal, Kleider und so weiter, Motorrad könnte ich aufhängen. Dann habt ihr eine ordentliche Heizung eingebaut, 2 kW, Ebersbecher. Ebersbecher drin und zusätzlich brauchen wir natürlich noch einen Wasserboiler für die Dusche. Der ist wo? Hier mal unten da. drin. Kann man separat einschalten, das heißt, der braucht auch nicht immer Strom, sondern man stellt ihn nur ein, wenn man auch tatsächlich braucht. So, der ist ultra isoliert, das heißt, der hält das warme Wasser ewig. Wenn man den anmacht, über Stunden, muss man sagen. Das heißt, also man macht den einmal kurz an, dann hat man warmes Wasser. Genau. Ja. Geht das schnell, das Aufheizen? Ja, da brauchst du circa 20 Minuten, bis er richtig... Also ich stehe auf, mache meinen Kaffee, mache das Ding an. Genau. So hat er 2 Stufen, wenn ich alleine bin, Stufe 1, zu zweit Stufe 2. Ja, richtig. Okay, verstanden. Ist alles so easy mit dir. Der Kompressorkühlschrank von beiden Seiten zu öffnen, der Dometic, hat sich bewährt? Der hat sich sehr gut bewährt. Gerade der Vorteil hier, wenn wir von innen kommen natürlich, mache ich den Kühlschrank oben auf Ihr seid Weintrinker und Biertrinker. und Biertrinker. So. Was ist das für ein Wein? Schweizer? Das ist Schweizer Wein, der kommt von Genf unten. Von Genf, sehr schön. So, der ist jetzt schon schön kühl. Kühl, gut Denn gefüllt. Auto steht ja auf Lithium, was ja ganz wichtig ist. Aber Solar würde ich ihm schon verpassen. Ist die Nachfrage nach Solar? Ja, das Thema ist schon groß, Solar. Das ist immer die Anforderung. Also wenn die Kunden sagen, sie sind rein auf dem Campingplatz unterwegs, dann brauchen wir auch kein Solar. Wenn man Richtung autark geht, dann würde ich auf jeden Fall zumindest mal eine Platte Solar empfehlen. Das Coole ist, dass die Batterie mal voll ist. Das ist also, du fährst los, du brauchst nie mehr aufladen. Allein durchs reine Stehen ist sie voll. Richtig, wir haben aber auch eine Ladeleitung vom Zugfahrzeug. Das heißt, während der Fahrt wird unsere Batterie geladen. Und sobald wir von außen 230 Volt Strom bringen, wird die Batterie auch wieder geladen. So, Nico, fahr mal hoch, das Bett bis zum Anschlag. Man kann die Auflagen liegen lassen. Man kann alles drauf liegen lassen. Und das ist eine Abschaltung. Der Schalter ist schön hoch, damit die Kids nicht so leicht rankommen. Genau. Und trotzdem die Gewichtserkennung. So, dann Aufbau. Seiten auch wieder aus Stahl. Auch wieder Stahlwände. Innen, was ist? Sandwich, auch innen Stahl. Also wir können auch innen drin sehr schön mit Folie arbeiten. Wir können viel mit Saugnäpfe arbeiten, mit Magnete arbeiten. Das hält. Das hält alles. Ich habe gesehen, es gibt so neue Aufkleber, Haken, Schrauben. Hast du schon gesehen? Ja, habe ich schon gesehen. Ja, finde ich ziemlich cool, weil da macht man nichts kaputt. Genau. Das ist halt das Schöne hier dran. Man kann es halt einrichten, wie man es möchte. Wenn es einem nach 2 Jahren nicht mehr gefällt, dann macht man es weg und hat keine Rückstände. So, Stehhöhe etwa 1,70 Meter jetzt hier. Wenn einer sagt, ich will es ein bisschen höher haben, geht nicht. Geht auch. Das Fahrzeug gibt es nochmal 15 cm höher. Dann kann auch ich unten drunter laufen ohne Probleme. Was ich aber nicht unbedingt empfehlen würde. Ja. Einfach die ganze Aufbauhöhe geht dann 15 cm höher. Dann sind wir auf dem Campingplatz vielleicht mal gebunden, Baum. Es klingt so wenig, 15, aber es ist eine Welt. Das ist eine Welt, genau. Und was brauchen wir? Wir sind hier, entweder haben wir eine Sitzmöglichkeit. Genau, zeig mal oder bitte. wir dann die Sideboard-Möglichkeit. Also jetzt stellt euch mal vor, das Motorrad wäre jetzt mal nicht drin. Ja, denn das ist natürlich klar, ich werde das nicht laufend rein und rausladen. Aber du hast hier, ich sag mal, so viel Platz, dann hast du hinten diese Rundsitzgruppe, diese L-Form. Genau, also wir können hier zu 5 ohne Probleme drin sitzen. Eher zu 6. Ja, zu 6. Ich bin total geflasht. Das mit der Tür hinten braucht man wirklich nicht, habe ich mir gerade überlegt. Das war halt nur so ein Gag, aber es würde gehen. Und wenn du das mal gerade umbaust nochmal, dass man hier nochmal L sitzen kann. Nach außen. Ja, mach mal. Ich bleib mal hier drin. Das könnte ich stundenlang zugucken, wie er das rausfährt. Denn das hast du richtig schön gelöst. Wir haben natürlich hier auch noch Staumöglichkeiten. Also wir können hier das Bettzeug deponieren, falls mal eine dritte Person dabei sein möchte. Gut, das heißt, einer kann unten schlafen oder 2 sogar unten. Oben können 3 Kinder schlafen, 2 Erwachsene unten. Würde gehen. Wir können den jetzt auch natürlich auf der Position stehen lassen. Dann haben wir einen bequemer Sessel oder man fährt den dann ganz aus. Jetzt, wenn der so stand eben, der rollt nicht weg von alleine. Rollt nicht weg. Warum nicht? Durch das, dass wir unten die Rollen haben, wenn wir drauf sitzen, werden die belastet. Achso, die Rollen werden belastet, da kann er nicht wegrollen. Dann rollt er nicht weg. Ah, okay. Cool. So, jetzt gehst du hin, dann ist das Polster. Dann haben wir hier unser Polster. 2 Seiten. Geteiltes. Und hier diesen zusammen genäht. Ja. Dann haben wir eine große Matratze. Nico, du darfst das nochmal ganz kurz zu dieser Lümmelposition, die du eben gezeigt hast, mit dem ganz, ich komme mal raus und film dich mal dabei, dass wir das mal zeigen. Denn ganz viele wollen ja chillen am See.
Und dann machen wir nämlich eins. Dann zeige ich das mal gerade, wie schnell das alles geht. Das heißt, du bist angekommen am See, fährst das so halb hoch. Okay. Deswegen auch das zweigeteilte Polster. Ja. So, kannst sogar hier vorne, das hält das aus. Ich habe den Filz jetzt drin, aber Filz extra für die Füße, dass wir, wenn wir hinkommen, dass wir nicht das ganze Fahrzeug versauen. Wir haben Kunden, die haben hier Tablet dran, Fernseher dran und haben hier einfach eine bequeme Möglichkeit zum Entspannen. ja, und das Ganze für 25.000 €. Da sind die Gasdruckdämpfer mit drin. Da sind die Gasdruckdämpfer dabei. Die Scharniere auch, die Edelstahl. Auch dabei. Da ist alles dabei, was ich Bett jetzt auch. gezeigt habe. Natürlich. Der Kühlschrank, das Lithium-Ding. Was nicht dabei ist, ist das Motorrad. Gut, das ist dein Bruder, oder? Das ist dann noch Verhandlungssache. Ich zeig mal gerade, da vorne ist auch noch Schränke. Mach mal gerade so einen Schrank auf, bitte. The Cuba. So, das sind... Was hast du denn jetzt gemacht? Das ganz einfach wegmachen. Es sind ganz normale Beschläge, wie wir es daheim an der Küche auch kennen. Das heißt, wenn mal die Türe kaputt geht, wenn einmal das Grün nicht mehr gefällt, es wäre möglich, das jederzeit zu wechseln. Du könntest aber da jetzt auch, ich sag mal, irgendeine Konstruktion von dem Fernseher machen, die du rausziehst, holst die Teile raus, Genau. bist vollkommen frei. Und innen auch beschichtet, das Ganze wasserdicht? Ja, genau, ringsherum bekantet und beschichtet. Cool. So, komm mal raus. Da steht er. Das ist die Bank übrigens. Da gibt es noch eine zweite Sitzbank, die ist jetzt hier verstaut. Und das Ganze ultra kompakt und modular. Ja, ihr kommt aus Baden-Württemberg. Aus welchem Ort kommt ihr? Wir kommen aus Engstingen. Aus was? Engstingen, Postleitzahl? 72829. 72829. Ist das in Deutschland? Das ist in Deutschland. In Baden-Württemberg. Auch in Baden-Württemberg, ja. Wie weit zum Bodensee? Wir sind so 40, 45 Minuten vom Bodensee entfernt. Ungefähr in welche Richtung? Richtung Stuttgarter Ecke schon wieder. Okay. Wir sind eigentlich genau zwischen Stuttgart und Bodensee. Ja, also eher so, was ist da unten der Ort am Bodensee? Friedrichshafen? Friedrichshafen, wir sind aber eher Richtung Stockach, Radolfzell, diese Ecke. Sucht ihr noch Leute eigentlich? Ja, wir suchen immer Mitarbeiter. Was zum Beispiel? Was bei uns sehr häufig gefragt ist, ist Elektriker, Schreiner, Produktionsmitarbeiter. So, das Ganze männlich-weiblich divers natürlich. Das heißt, wenn ihr das seht, wollt einen 25- und 23-jährigen Chef haben, die beide was gelernt haben. Was hast du mal gelernt? Ich habe Feinwerkmechaniker gelernt, also war in der Autoindustrie tätig an Bearbeitungsmaschinen und mein Bruder ist gelernter Mechatroniker. So, und das habt ihr gemacht. Habt denn so eine eigene Firma gegründet, so, und dann natürlich, sag mal, erstmal so einen Prototypen zu entwickeln und dann Unternehmer zu werden. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das heißt, hat man denn noch Zeit oder ist man busy? Ja, man hat wenig Zeit, die muss man dann auch genießen, aber man ist natürlich viel unterwegs. Aber das freut uns gerade an dem Beruf. Ja, das Coole ist, ihr verwendet Stahl. Es wird demnächst einen noch leichteren geben. Die Alupreise explodieren. Ihr habt natürlich auch Alu im Programm. Das heißt, auch ihr seid von der Kostenexplosion ein bisschen betroffen. Ja, wir haben recht viel eingekauft letztes Jahr, deswegen haben wir viel auf Vorrat. Aber natürlich die Alupreise, die schießen gerade nach oben. Deswegen ein bisschen schwer für die Zukunft zu kalkulieren. So, und da ist die Heizung drin. Da ist die Heizung drin. Sag mal, das ist last but not least. Also da, das ist das gleiche, bisschen tiefer. Genau, ich habe nur den Schlüssel für die andere Box nicht dabei. Ja. Hier haben wir einmal den Tank, 6-Liter-Tank. Hält wie lange? Braucht 0,1 Liter pro Stunde, also man kann sagen, 60 Stunden reicht der Tank aus. Unten drunter ist dann die Eberspächer Standheizung verbaut. So, da könnte ich aber jetzt einen ganz normalen, ich sag mal, Vorratsbehälter nehmen, einen Benzinkanister, könnt den nehmen und den dann wieder befüllen. Richtig, das wäre möglich. Und den können wir dann auch nochmal hier vorne dann verstauen in der Box. Okay, das heißt, der Diesel oder halt auch der Heizölgestank, der wäre nicht da. Das ist ja eine Heizung, da darf man Heizöl nehmen. Man dürfte Heizöl nehmen, genau, ist aber nicht erlaubt. Also rein Diesel. Und den kann man dann auch hier vorne schön verstauen, sodass wir den Geruch nicht im Wohnraum haben. Das ist ganz wichtig, weil es stinkt ja immer doch ein bisschen, ja, Diesel. Und das ist dann nicht im Wohnraum mit drin. Ja, wenn ich Interesse habe, Lieferzeit haben wir eben schon gesprochen, 9 Monate, dann habt ihr diesen Wagen hier. Ihr habt ungefähr wie viele Modelle jetzt im Programm? Müssen ja unzählige sein. Das sind unzählige, genau. Also wir haben 2 verschiedene Aufbauten. Einmal ein Peterwagen mit dem gewölbten Dach und einmal ein Adventure mit dem Flachdach. Und innen drin, von der Innenausstattung, haben wir sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Da machen wir das immer so, das was der Kunde gern braucht. Die Anforderungen sind
erstellen wir dann auch innen drin die Innenausstattung. So, den haben wir gefilmt, übrigens eigenes Video, könnt ihr euch angucken. Name von dem? Peterwagen. Schieferoptik und das war der Peterwagen mit Holzoptik. Mit Holzoptik. So, die Qual der Wahl. Das ist, glaube ich, wenn du so viel anbietest, dann viel Spaß, oder? Deswegen, wir helfen den Kunden, wir unterstützen die dabei. Uns ist wichtig, was die Kunden vorhaben, dann können wir das nämlich schon einordnen, was Sinn macht, was keinen Sinn macht. Und dann unterstützen wir die von Beratung. Okay. So, das Ganze auch Offroad-mäßig, das ist ganz wichtig. Dann ist immer meine Frage noch, wenn man so dunkle Oberflächen hat, ist das ein Problem im Sommer? Nein, durch das es isoliert ist, merkt man es innen drin kaum. Und das hält es auch aus? Also das ist kein Ausdehnungskoeffizienten und so? Passt dann. Cuba.de. Einmal Nico und Nino, die beiden die da sind. Und wenn ihr Lust habt, guckt vorbei. Also wir drehen heute auf dem Swiss Caravan Salon, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, in Bern, und das Ganze am 28. Oktober 2021. Vielen Dank, Nico. Vielen Dank, dass du da warst, hat mich sehr gefreut. Gerne. Tschüss.